Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Wir kommen dann zum ersten Spiel des Tages oder der Folge, Hyper Runner. Der Amiga war ja schon immer eine gute Maschine für Rennspiele oder Rennsimulationen. Viele von euch kennen sicherlich noch Titel wie Outrun, Lotus oder Jaguar XJ220 auf dem Amiga. Als Jugendlicher war das immer auch verbunden mit dem Gefühl von Freiheit und Geschwindigkeit, aber auch, dass man keine Verkehrsregeln beachten musste, Unfälle bauen konnte, ohne dass ein echtes Auto oder Menschen dabei zu Schaden kam. Und letztlich auch, dass man nicht dafür verhaftet wurde. Etwas Neues kommt auf uns zu mit Elementen von Science Fiction, nämlich Hyper Runner. Wer solche Art von Spielen mag, der sollte da das Spiel mal im Auge behalten. Es ist ein kommender Cypher Racer für den Commodore Amiga von Raster Wizards und in der neuesten Version schon sehr gut spielbar. Sieht also auch schon sehr gut aus. Hyper Runner lässt sich inspirieren vom unglaublichen F-Zero auf dem Super NES. Soweit bekannt wird es in etwa 15 Level geben, von denen jedes ein spezielles Aussehen hat. Die Wahl dann zwischen verschiedenen Fahrzeugen, mit denen man eben Rennen fahren kann. Der Titel ist momentan Work in Progress und wird von Colin Weller programmiert. Die Grafik stammt von Tenju und die Musik von Mike Richmond. Es ist einer dieser Titel, auf den sich sicherlich sehr viele Amiga-Fans freuen, wenn und falls es veröffentlicht wird. Das steht bei solchen Projekten ja auch immer zur Debatte. In der neuesten Verlautbarung von Entwickler heißt es Hyper Runner Route for the Outpost 76. Hyper Runner ist ein Wipeout Lotus Challenge Outrun inspiriertes Spiel, das derzeit von den Raster Wizards für den Commodore Amiga mit AGA-Chipsatz entwickelt wird. Ja, mehr gibt es nicht, aber was im Hintergrund im Video zu sehen ist, ist eigentlich schon ziemlich klasse. Hoffen wir mal, dass das Ding auch zu Ende entwickelt wird und dann dementsprechend veröffentlicht wird. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn es soweit ist, wünsche ich euch viel Spaß damit. Das nächste Thema für heute: Archive 95. Bei der wöchentlichen Recherche zu neuen und interessanten Themen bin ich über eine Seite gestoßen, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, alte Webseiten zu archivieren. Gut, das Thema ist jetzt nicht neu, andere machen das bereits auch und auch schon relativ lang. Archive.org ist immer eine gute Anlaufstelle und Webarchive ist hier wohl der bekannteste. Archive95.net reiht sich hier ein und versucht, alte Webseiten wieder zugänglich zu machen, die selbst für WebArchive zu alt sind. WebArchive hatte ja erst 1996 mit dem Archivieren von öffentlichen Seiten begonnen. Archive95.net bedient sich dabei kommerzieller CDs aus den Jahren vor 1996, auf denen Kopien existierender Webseiten vertrieben wurden, um sie damals den Offline-Kunden zugänglich zu machen. Die Webseite beschäftigt sich jetzt nicht natürlich jetzt nur mit Amiga-Webseiten, von denen gab es ja damals auch nicht so viele. Aber bei den eingelesenen CDs findet sich zum Beispiel die Amiga Plus Extra Nummer 597. Wenn man auf der Seite in der Suche also mal stöbert, bringt eine Suche nach Amiga dann auch diverse interessante Treffer zutage. Fanseiten zur A-Box, Pressemitteilungen von Gateway oder die alten Supportseiten von NewTek sind hier mit dabei. Wer von euch also Hobbyarchäologe ist oder einfach nur Spaß am Stöbern hat, kann ja hier mal auf die Webseite gehen und nach alten Schätzen Webseiten suchen. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall mal eine kleine News hier wert, deshalb habe ich das auch mit in den Retro Newsflash genommen. Solche Sachen sollten ja grundsätzlich immer unterstützt werden, gerade auch in unserem Bereich. Da gibt es ja durchaus interessante Sachen, die ja einfach verschwunden sind. Und das ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache, die man auf jeden Fall weiter betreiben sollte, beziehungsweise dann auch weiterhin nutzen könnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit.
der letzte Titel für heute, Zookeeper, Vector 5 Games, die hinter Titeln wie Space Station 23, Laserscape, Jump Out und Santa's Workout stehen, haben vor kurzem ein neues Commodore C64-Spiel namens Zookeeper veröffentlicht. Ein Spiel im Stil von Columns und Match. Zookeeper ist ein Spiel, bei dem man 3 oder mehr gleiche Tiere zusammenbringen muss, um sie zu sammeln und Rätsel zu lösen. Wenn ein Level erfolgreich abgeschlossen ist, erhält man einen Levelcode für das nächste Level. Das Spiel enthält insgesamt 30 Level. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wenn man eine Bewegung eines Tiers nicht zu einem Verschwinden führt, weil man keine 2 oder mehr Tiere zusammengebracht hat, kommen immer wieder neue Tiere ins Spiel. Das Spiel wurde auf echter Hardware, the C64 und dem Vice-Emulator getestet und das Spiel läuft im PAL- und NTSC-Modus, ist aber nicht für NTSC optimiert, bietet aber eine Mausunterstützung. Ja, und was soll ich sagen? Die Jungs haben gleich auch einen zweiten Teil hinterhergeschoben. Zookeeper 2 ist mittlerweile auch schon über itch.io verfügbar und kann heruntergeladen werden. Das Spielprinzip in Zookeeper 2 ist identisch zum ersten Teil. Auch hier muss man wieder Tiere einsammeln, die zueinander passen, um die gewünschte Anzahl für das Level in Gruppen von 2 oder mehr zu erreichen. Hinzugekommen sind ein paar Anpassungen und neue Features, wie etwa Käfige im Spiel. Tiere in Käfigen oder in Blasen müssen befreit werden, bevor sie eingesammelt werden können. Kombinierte benachbarte Spielsteine, um Blasen zu zerstören. Käfige lassen sich nur öffnen, wenn 3 benachbarte Spielsteine übereinstimmen. Blauer Glibber, den gab es auch schon im ersten Teil, kann in einigen Levels nicht durch Auswählen entfernt werden. Stattdessen muss man die benachbarten Kacheln zusammenfügen, um ihn zu entfernen. Insgesamt ein lustiges und motivierendes Spielchen für alle Generationen. Beide Spiele sind auf itch.io bereitgestellt und wie immer an dieser Stelle gilt, wer es herunterlädt, sollte dem Entwickler auch einen kleinen Beitrag zukommen lassen. Ich wünsche euch an der Stelle auf jeden Fall viel Spaß damit beim Zusammenführen von Tieren. Ja, das war es dann auch schon wieder für diesen Retro Newsflash. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch wieder einige Dinge als Update mit auf den Weg geben. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.